erst ein Zufriedensein. Danken, das meint, das trägt uit, echt sich zufrieden überhaupt. Zweitens, das ist, der Mensch ist Frau. Mensch kann nicht rühren und schalen, beschuldigen und danken für Glück. Das ist, was gegenüber ist. Danken ist positiv sein. Das Gegenteil von Danken, das ist unzufrieden sein, jammerieren, beschuldigen, grunzen und negativ sein. Das ist das Gegenteil von Danken. Wir wollen in meinem Kapitel 3 wohnen, bei Psalm 107. Hier so sagt uns dort, wem dort Danken gehört. Da wir uns hier so mal 3 Verse lesen, hier so sagt er, Dank dem Herrn, weil sei es freundlich und seine Treue hat gelebt, wird ewig bleiben. So sollen dem Herrn seine Gerade sein, der heu ut den Feind seine Hände gerat hat. So, wenn wir hier dort danken, diese Verse. Dort hier die du so einen Schöpfer haben im Himmel. Dort hier die du so Gott an den Kern gelehrt, die du so haben eine Erfahrung gemerkt mit dem, die alle machen. Die sind mit dem Sünden elend rückgerat. Die sich mit Gott begegnet haben. Die sind dort schuldig zu danken. Die Gotteskinder können sein, die hier dort danken. Das Beispiel, was einmal gebraucht wird, von einem Kiez gesagt, das gleiche Kurs sei, aber das trägt ziemlich sehr übt, nicht so? Von Christen sind nicht wirklich, sollen Christen nicht mit langem Gesicht sein. Die sollen froh sein, positiv sein, die sollen zufrieden sein. Das ist, was Christen so utdrücken, was die Welt soll sein, was Gott seine Kinder sind. Wo sind diese Gotteskinder? Alle, die bei Esperanza wohnen, nicht so? Da ist sie hier dort dann. Da wir den nächsten Vers mal hier so lesen, um sein, was er sagt. Er sagt, die ut die Länder vom Osten, Westen, Süden, Norden, tobt ja dort ab. Der wird Gott, der haarhaft rund um die Welt für sein, tobt ja dort ab, der hat ja Rat, der seine Kinder sind. Der hier dort dann. Wem sollen diese Kinder danken? Wenn wir hier so 3 Ketten an den Vers, an den Tagsvers, so sagt Gott, dank dem Herrn. Wer ihn Wort soll wir am danken. Wer ihn heu ans Schöpfer ist. Und was wir tun, was wir tun wird, das kommt vom Herrn. Der jaft den Ohren, der jaft das Verständnis, was wir tun, und dem gehört den Dank. Woran dann? Woran soll wir dann? Aber wegen Gott wird gedankt. Wann wird gedankt? Gedankt wird, wann so was geworden ist, wann was getan ist, wann was gesagt wird, dann wird gedankt. Wann jemand was getan hat, in den Mann gedankt wird, der Person gedankt wird, dann motiviert dort mehr zu danken. Und wenn wir uns denken und danken, dort danken kann so viel bringen, dort kann ein Mensch vorwärts bringen, dort kann ihn motivieren, positiv merken, kann mehr danken. Aber manchmal wird geschalt, beschuldigt, und durchgerannt, und deswegen wird für uns nicht was getan.
Wir haben viele Ursachen zu danken, wenn wir denken dann an wer Gott ist. Wenn wir denken dann an was Gott für uns getan hat, was von der Leben her gehabt hat für uns, dann haben wir viele Ursachen zu danken. Und wenn vielmals nicht was getan wird, dann sind da so zwei Ursachen für, warum nicht. Warum nicht gedankt wird. Das sind zwei Ursachen. Eins, wenn wir uns denken, dort wer der Herr ist, dann erst du Gelegenheit zu danken, und du so als Ursache zu danken. Aber wenn nicht wird, das beweist zwei Dinge. Eins, entweder der hat verjährt von wer der Herr ist, oder der hat dem Herrn noch nicht kennengelernt. Ein von diesen beiden Dingen sind das, wenn wir nicht dankbar sind. Wenn wir uns denken, dann wird der Herr, und wenn danken, nur habt ihr hier, wann was getan ist, was hat der Herr getan? Einzig Mal wird gesagt, ich sehe nicht so Frau, ich muss so Frau sein, ich fall dort nicht, ob meine Sinnen verjährt sind, aber ich sehe nicht so Frau aus dem anderen Christ. Dann fragen wir uns, ist das dann nicht eine Bekehrung, ist man nicht ein Kind Gottes geworden? Dann habe ich wahrscheinlich bloß noch nicht erfahren, was der Herr für uns zu tun hat. Der Herr, der hat ein Boy voll Schweinerei abgerieben von uns. All das, was wir haben in unserem Leben getan und all das, was gegen den Herrn wir, dort klammt so ab und dort hat der Herr abgerieben. Dort kein anderer fähig wird zu tun und was kein anderer tun will. Dort hat der Herr für uns getan. Der hat einen Boy voll Schweinerei abgerieben von uns und deswegen ist das wichtig, was wir dem Herrn danken. Und wenn wir dort erkennen, was der Herr getan hat, und bloß dort jedoch an unsere Sinnenschuld vergeben hat, dann habe ich auch genug gesagt, motiviert uns zum Danken. Wenn wir denken dann dort, wo das Gegenteil ist von Danken, oder Grünzen ist, unzufrieden sind, ist das ein Verbot? Ist das verboten, zu grünzen? Wenn wir 1. Korinther Kapitel 4 lesen, da unten in 4 nach Haar, da sagt er, murrt nicht, aber den hat Claudia gelesen, da kann ich nicht mitwendig. Aber was du so sagen will, dort sagt, dort wir sollen nicht unzufrieden sein, so ist es dort so in Abendwach in der Wüste wir, in Volk Israel mitwohnen, wo der die Verdorber viel angebracht hat. Dort nicht rangrünzen, so als man gerne eingedeihen, und werden vom Führer angebracht, vom Verdorber angebracht. So, grünzen ist eine Sinnkurse, wo Gott mit dem Tod bestrafen hat. Grünzen ist verboten, also ist Danken und geboten, nicht so? Danken ist ein Gebot von Gott. Das sagt er, dank dem Herrn, dann war er freundlich in seiner Leib, der regt immer. Seine Leib ist was von der und nach noch. Wenn wir denken dann, auch dort in der Wüste, du würdest sagen, du wirst all Ursache fährt. Zu grünzen. Aber der Herr struft das an. Wenn wir nicht dankbar sind, filmen uns an die Ursachen fährt. Wir haben nicht so viel Geld aus der Nächsten. Wir haben nicht so gemütlich aus der Nächsten. Und dann schauen wir und schauen und schauen. Wenn wir nicht dankbar sind, kriegen die Leo, wo wir sind, dann kann ich nicht dankbar werden, wenn Gott diese Leo ändert. So dankbar werden hat er dann mit dem Herrn zu tun. Wenn wir den Herrn kennenlernen und wieder an denken, wer er ist, von dem alles kennt, was er getan hat für uns, dort motiviert uns zu danken. Umstände wollen uns nicht verändern, damit wir dankbar sein.
So und von der jeder ähnlich am Dank, Gott gegenüber, für was kann sie Kinder getan. Wir haben in vielen Jahren, dann wenn wir uns multiplizieren, dann werden wir so noch keine Quake in meine Esperanza, keine Schule, wo wir wurden gelebt haben, unsere Kinder eine Schule zu schicken. Und wir haben eigentlich dafür gebetet, dass Gott soll uns eine Schule reitmerken, wo unsere Kinder eine Schule gehen. Mir wird dort in Händen, dort eigentlich was könnt, eine Schule haben, wo ich dort wirklich was lernen. Wenn ich sage, wir haben ja noch gelehrt in unserer Schule, ja, wir haben. Aber ein sehr kleines Wort davon, wir haben eine Sprache, was wir reden, und eine Sprache, was wir lernen. Das mir das sehr kompliziert, dass wir nicht mehr lernen können. Und wir haben noch nicht viel Antwort am Schauen. Und von der Seite, dass diese Kinder, die haben eine Schule gehabt, wo du erst Anstrengung warst. Und deswegen hat sich das lohnt dann. Danken braucht dort, wann wo was getan ist, und dort du einfach zufrieden zu sein, Frau zu sein, und uns du einfach zufrieden, dort mein Danken. Und so will ich erstens sehr danken dem Direktor, der Lehrer, und auch für die Kinder ihre Anstrengung. Vielmal Dankeschön, Kinder, die haben uns sehr angestrengt. Und die Anstrengung dort lohnt sich. Gott jachten Dank. Und einmal auch, wenn wir denken an, wie Gott seine Kinder sind, dann wollen wir nicht vergessen, wenn uns hier so aber ihr nicht gedankt wird, dann kommt der Dank. Und für die Gottes Kinder, die dem Herrn gehören, wird es eine Überraschung geben im Himmel, der Dank wird Gott rein hat. Und Dank trägt sich auf verschiedene Wege aus. Wir können einfach bloß sagen, Dankeschön, und wir können den Menschen was geben dafür, auf verschiedenste Manieren trägt sich der Dank aus. Und ich weiß dort ganz vernäher, dort, wo immer wir hier dem Herrn sind früher gewesen, haben wir getan, ob uns von Menschen gedankt ist oder nicht, der Dank, der kommt im Himmel. Jesus sagt, eben für ein Glas Futter, ein Teller Futter geben, dem nächsten wird es ein Dank wird. Wir wollen Dank versendet. Und ich glaube, wer hier dem Herrn ist früher war, nicht dort gekickt hat, dass er den Dank will hier haben, der Dank wird kommen noch hier. Der wird kommen. Aber wer nur so nicht, nur gesagt hat, darüber sein, der wird im Himmel eine Überraschung haben, wo wir von Gott mit einem Preis der Dank kriegen für das, was er einmal früher war. So, was daunen, lohnt sich. So kommt der Dank, wenn wir ihn hier nicht kriegen, in der Ewigkeit, so kommt der Dank. Und das andere, wo ich bloß mal zu sprechen werde, danken, in der Lehre, wo wir sind, denn ich weiß, dass jeder einer von Jüngern gesagt so sagt, dass ein undankbarer Mensch als schwarz zu sein, der nicht scheint. Und wir haben viele Ursachen, wo wir können dankbar sein und wo wir uns nächsten können verdanken. So werden wir dann kommen nach beten. Himmlischer Vater, wie wir mucho, pues soy solo una niña. A todos saludos con gusto para darles cordial bienvenida. A Dios agradezco por su amor y bondad. A Él sea la gloria. En este día por eternidad. Es bueno y delicioso habitar en comunión. Es divino, es hermoso ser de un solo corazón, no buscando ya lo nuestro, sino el bien de los demás, el ejemplo del Maestro, imitarlo más y más, perdonando las ofensas y olvidando también. Ya deben quedar suspensas, procuremos el bien, obedeciendo a la memoria al divino y buen Jesús. No busco más su gloria, refiriendo a una cruz. El pecado de millones, tristes horas nos dejó, mas en Cristo restauramos, con su amor nos renovó. La gratitud es un
música a tus oídos, mi Dios. Por eso hoy te agradecemos por darnos la vida, a la familia, a los maestros y compañeros. Gracias Dios por tus promesas, porque tú eres fiel a todas ellas. Gracias por tu palabra bendita, porque por ser la lámpara en nuestra oscuridad quita. Gracias Dios por tu gran amor a todo tu Hijo para salvación, por tu bendito Espíritu Santo. Gracias Dios por amarnos tanto. Gracias Dios por perdonarnos, por una nueva oportunidad darnos, por ricas bendiciones concedernos y a las alturas llevarnos. Estamos juntos así y tenemos algo que compartir. Dios nos une, nos reúne y nos hace a todos sentir que la vida sí es más fácil vivir. Todo es más lindo sabiendo amar. Hoy lo podemos lograr. Todo es más lindo si sabemos dar. Todo es cuestión de empezar. Oh, vengamos a alabar a Dios, todos juntos, unidos y todo empieza a cambiar. Oh, vengamos a alabar a Dios y juntemos las manos porque nos une su amor. Miren qué linda esta vida cuando estamos juntos así y tenemos algo que compartir. Dios nos une, nos reúne y nos hace a todos sentir que la vida sí es más fácil. Todo es más lindo sabiendo amar. Hoy lo podemos lograr. Todo es más lindo si sabemos dar. Todo es cuestión de empezar. Oh, vengamos a alabar a Dios, todos juntos, unidos y todo empieza a cambiar. Oh, vengamos a alabar a Dios y juntemos las manos porque nos une su amor. Oh, vengamos a alabar a Dios, todos juntos, unidos y todo empieza a cambiar. Oh, vengamos a alabar a Dios y juntemos las manos porque nos une su amor. Psalm 7, Vers 18. Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit und den Namen des Herrn des Höchstens will ich singen. Psalm 116, Vers 12. Wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltat, die er an mir tut? Sag Dank dem Vater für alles. Sag Dank dem Vater für alles,
allzeit in unserem Namen, Herrn Christus. 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man für alle Dinge tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Offenbarung 11, Vers 17. Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist, und der du warst und der du kommst. Geschichte zum Nachdenken. Der Vater zog sich eine Verletzung an sein Bein zu. Er schimpfte und vor Gott sehr undankbar, wollte ihm in dieser Situation auch gar nicht danken. Dann fuhr er mit seinem Auto und es regnete. Da platzte auch noch sein Reifen und er fuhr gerade noch zu einem Bauern in der Nähe. Er dachte, jetzt kommt bestimmt ein starker Bauer, der mir hilft. Aber es kam ein kleines Mädchen. Dann holte er ihren Vater, dachte er. Er bat also das Mädchen darum. Stattdessen kam aber ein alter, gebrechlicher Mann. Na, besser als gar nichts, dachte der Vater. Der alte Mann begann den Reifen zu wechseln, während der Vater ungeduldig wartete. Es immer noch regnete und er im Trocknen saß. Als der Mann endlich fertig war, dachte sich der Pastor, wenn er mir schon geholfen hat, sollte ich ihm auch was dafür geben. Er drückte den Mädchen 10 Euro in die Hand mit den Worten, danke, aber es hat sehr lange gedauert. Das Mädchen sah ihn an und antwortete, ja, weil mein Opa blind ist. Der Vater war tief getroffen und noch lange im Auto. Er bat Gott um Vergebung für seine Undankbarkeit und seitdem dankte er ihm für alles, auch für das scheinbar Negative in seinem Leben. Man sieht daran, wie wichtig es ist, Gott zu danken. Danken schützt vor Warten und Loben sieht nach Proben. Undankbarkeit macht hart und bringt Bitterkeit ins Herz. Laut Epheser 5, Vers 20 sollen wir immer und für alles danken. Sag alles sei Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sei
ist eine Einstellung. Ein 92-jähriger Mann beschloss nach dem Tod seiner Frau ins Altersheim zu gehen. Die Wohnung schien ihm zu groß und er wollte für seine letzten Tagen auch noch ein bisschen Gesellschaft haben, denn er war geistig noch in guter Verfassung. Im Heim musste er lange in der Halle warten, ehe ein junger Mann zu ihm kam und mitteilte, dass sein Zimmer nun fertig sei. Er bedankte sich und lächelte seinem Begleiter zu, während er aus seinem Stock gestützt langsam neben ihm herging. Bevor sie den Aufzug betraten, erhaschte der Alte einen Blick in eines der Zimmer und sagte: Mir gefällt das sehr gut. Sein junger Begleiter war überrascht und meinte, er habe doch sein Zimmer noch gar nicht gesehen. Bedächtig antwortete der alte Mann: Wissen Sie, junger Mann, ob ich den Raum mag oder nicht, hängt nicht von der Lage oder der Einrichtung, sondern von meiner Einstellung ab, von der Art, wie ich ihn sehen will. Und ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Diese Entscheidung treffe ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, denn ich kann wählen. Ich kann im Bett bleiben und damit hadern, dass mein Körper dies und jenes nicht mehr so reibungslos schafft. Oder ich kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich noch kann. Jeder Tag ist ein Geschenk, und solange ich meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den neuen Tag richten. Und solange ich meinen Mund öffnen kann, will ich Gott danken für all die glücklichen Stunden, die ich erleben dürfte und noch erleben darf. 1. Thessalonicher 5,18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christi Jesu für euch. That is my favorite toy. It makes me feel happy. I read it every day. I want to take it everywhere. I keep it in my safe spot. I have had many hours of blessings with it. Thanks. Show some love.
me from what I didn't know and did. Life is too short to argue or fight. Count your blessings, value your friends, and move on. And with your head held on high and a smile for everyone. Muy bien, teraz så videre til programdiplomdas for de kringen. Jeg kan ikke være bedankt i Hand, så jeg godt gemerkt. Det har ihre Anstrengung gewesen, was sie tun haben. Wir sind Gott gegenüber dankbar. Buenas noches, padres de familia, amigos, niños, maestros. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder estar acá adelante y ser parte de esta escuela que ya bastantes años nos hemos empezado a conocer. Algunos eran pequeños, ahora ya están aquí. Es una gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, con las dificultades, las alegrías y las tristezas que siempre hay en el diario vivir de también nosotros los cristianos. No por cristianos,
estamos libres de tener preocupaciones. Todavía estamos en carne y tenemos dificultades. Gracias a los papás por haber orado por cada uno de nosotros. Y de verdad me siento muy contento. Gracias a los papás por confiar en la escuela. Gracias a los maestros por poner también cada uno de sus partes para que los niños aprendan y esta noche estemos contentos acá. Los padres, pero también estoy viendo muchos hermanos que no tienen sus hijos, pero han venido. Dios ha puesto en las manos de unos hermanos una escuela y también a los maestros ahí, que inclusive dejando la familia, han venido a apoyar esta escuela. Una hermana Elena, por ejemplo, una hermana que sembró la semilla y estuvo mucho tiempo con nosotros. Pues el hermano Abraham, si no me acuerdo mal, también tenía unos otros hermanos. Me ayudan, niños, de quien me estoy olvidando. De David, la esposa Karina, de Rudy, Daniel, ahora Marvin también 2 años ha estado con nosotros y gracias Marvin. Yo creo que los niños están muy contentos de haber compartido con ustedes estos 2 años. Sabemos que ha dado todo lo mejor de usted y que Dios bendiga todo lo que haga de aquí adelante. Gracias por el esfuerzo de haber dejado a la familia y haber venido acá. Y bueno, agradecer nuevamente a los papás, a los hermanos que han hecho lo posible que esta escuela vaya creciendo y si Dios mediante, al año ya estaremos con documentos al día también. Y gracias al señor director, a Misión, hermano Roland, que siempre ha estado para auxiliarnos cuando nos plantábamos por ahí. Y a los niños, muchas gracias. Una vez más, agradecerles por el respeto que han tenido hacia los maestros y sigan adelante en el temor de Dios. Hay que seguir creciendo en conocimiento de la ciencia, pero también en el temor de Dios. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y que Dios les bendiga ricamente a todos. Ich möchte auch am ersten Gott von ganzem Herzen danken für diese 2 Jahre, dass er geführt hat, begleitet hat, gesegnet hat, Gebete geantwortet hat. Ich möchte besonders die Kinder danken. Diesen Tag einerseits habe ich mich gefreut für diesen Tag, diesen Programm. Und dann an der Seite ist ein etwas trauriger Tag für mich, weil ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich alle die Kinder noch zusammen sehen werde. Das war schön, euch kennenzulernen. Es war nicht immer leicht, manchmal waren Schwierigkeiten, aber ich weiß ganz gewiss, dass ihr immer das Beste gegeben habt und macht weiter so. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch, dass ihr auch Gott dienen möchtet von ganzem Herzen und ihm treu bleiben. Das ist das Wichtigste. Danke auch für eure Geduld mit mir. Und ja, ich möchte auch die Eltern von ganzem Herzen danken für eure Gebete, für eure Unterstützung. Ich möchte danken an jeden, der heute gekommen ist und einen kleinen Teil gesehen, was wir in der Schule machen oder ja, wie sich die Kinder anstrengen.
das ist nur ein kleiner Teil. Danke nochmal für alles und ja, so Gott will, sehen wir uns noch einmal oder uns nicht mehr hier auf dieser Erde. Das ist meine Hoffnung. Gott segnen kann. Ja, wat je wist dat er zoveel hier, hoe ik ook dat die gekomen zijn, langs in de ver dat die gekomen zijn. En als die diese Hand voeren, dan als ik de Kinder gesagt, dan denk ik zijn vrede erg, dat we daar in de school gaan, wat de leren scholen, en wat de veiligheid van de Kinder te leren, wat afgeven met de Kinder. En dat ziel weer, dat de Kinder zullen wat geleerd worden, dat wordt dan een Eeuwigkeit geben. En dan heb ik aan de school, wat ik gehoord heb, en aan de school, en dan hier wordt de leerders gewählt worden, en de leerders gesagt worden, dat we zullen leerders die schmeekten thuis en de zopen thuis en dat is alles daar. Dat is goed, die lute Kinder die nou wat leren. Zo'n leraar als dat, zie ik zo vrouw dat je geen leraar zijn als dat is. Zo'n leraar, die leraars wordt gezegd, die weet ik dat de kinderen alle doen, dat de kinderen worden in Christus gewesen worden en dat God wordt die kriegen davon en dat die leraars niet dort zijn, die kinderen thuis houden. Die zijn dort, kunnen die kinderen wat bijbrengen en kunnen wat leren. En ik weet dat die hebben alle een gebed aangeschoen en hebben God gebeten en gedaan wat er passiert, dat die kinderen wat leren. En ik zie ook vrouwen dat onze kinderen wat geleerd hebben en dat die veel wieder zijn als ik. En ik vrees me van deel, want ik van onze kinderen leren. Door van ik thuis kon zetten, onze kinderen vragen dat ik wat wezen, me erklären, dat is een nood van God, dat ik dat nog weer zie. En dat is... Du hast das nur als Gott danken für die Weisheit, was Gott in die Kinder gegeben hat, und das wieder dort, dass von den Kindern was lehren dürfen. Und das andere, ich schreibe von dir und man sagt, es kam einer von Paraguay, wo die Numen nicht sagen, aber Schrift an mir fragt, was tue ich noch einmal? Da sage ich, schreibe ich im Frieden, die merken Leute in der Kirche vor. Okay, Schrift da, das ist eine Justiz von der Kirche. Gegen seine Gedanken, die Kinder sind thuis geblieben, die Eltern sind in die Kirche vor. Schreibt man sagt, ich kriege Frau, die in der Elternmut Wort von tagshaft die Prediger von der gehört. Meist gut kann predigen, ich weiß nicht. Denk mal an, die Kinder sind thuis, haben einen blinden Lehrer, in die Eltern vor der Kirche, und die horchen sich dort an, was ich dort verteilt habe, was ich gesagt habe. Sagen Sie den Tag sei, was hat der Prediger gepredigt? Ich weiß nicht. Was sagt er? Was sagt was deutet? Was sagt so, was ich leben habe? Und wie wird der von der Gottes Gnade sind im Leben gekommen? Das soll uns ein dankbares Wort wiesen in sein, und dort wie Gott dankbar sein gegenüber, dort Gott uns hat die Jugend gemerkt, und dort wir haben Christus durchgetan hier, und dort wir unsere Kinder von Christus vertrauen. En dat Kinder ten glauben kommen, dat Gott die kriegt davon. En dat er wat leren daar van der in de schouw, wat dat aan de eeuwigheid wordt leren. Hoe we aan dit leven van der ook van leren, en wat aan de eeuwigheid wordt bestimmt. Ik ben dankbaar dafür, dat de leraars van de moed gehoord, en dat we wieder de moed hebben, de Kinder te leren. Wegen ik geen schouder, als jemand mir entschuldigen, dat ik niet schuld gesagt habe. Und dort weet je dat ik zie geen schouder, dat we daar nie hopen. Ik zie an mir als wat onder de school houden, hoe ik zie jullie voor dat dankbaar, wat Gott mir gegeben hat. Wir haben heute den ersten Advent, morgen beginnt der Dezember und die Weihnachtszeit sollte eine Zeit der Dankbarkeit sein. Ich bin Gott dankbar für dieses Thema. Es ist eigentlich sehr passend für Weihnachten. Und ich wünsche, dass wenn wir jetzt alle nach Hause gehen, in die Adventszeit hineingehen, wenn wir alle mit diesem einen Vorsatz hinausgehen würden, ich will mal versuchen, bis Weihnachten, bis zum 25. Dezember, einmal nicht zu klagen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen würden, ob wir das aushalten würden. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir alle mit diesem Vorsatz hinausgehen würden, glaubt ihr nicht, dass es hier in dem Dorf überhaupt in der Umgegend zu merken wäre? Die Menschen, glaube ich, würden es merken. Möge Gott uns helfen, diese dankbare, freudige Herzen zu haben. Ich danke auch euch alle, dass ihr gekommen seid, dass ihr ausgehalten habt. Der Raum war vielleicht etwas warm, manche mussten draußen vielleicht stehen. Danke für euer Verständnis, für die Geduld.
Wir werden gleich noch zusammen beten, anschließend noch ein Lied singen und danach ist dieses Programm durch. Ein jeder darf noch draußen hier unter dem Dach sich gerne noch ein Getränk nehmen, eine kleine Erfrischung, einen kleinen Snack, bevor ihr dann nach Hause fährt. Und natürlich seid ihr eingeladen, noch zu bleiben und zu spazieren. Wir wollen jetzt zum Gebet bitte zusammen aufstehen. Lieber Heiland, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar. Als allererstes, dass du auf diese Welt gekommen bist und wir wollen mit den Hirten in diese Freude und in diese Dankbarkeit mit einstimmen. Danke, Heiland, dass du gekommen bist und unser Leben verändert hast. Auch mein Leben. Ich danke dir für das Heil und für die Freude in dir. Danke dir auch für all die Segnungen, die du uns tagtäglich schenkst. Manche, die wir vielleicht übersehen. Aber Herr, wir wollen dankbarer werden. Gib Gnade, dass wir alle wirklich dankbare Herzen hätten. Und dass dieser Segen auch von uns auf andere Menschen übergehen würde. Und dass du eine Freude daran hättest, dass dein Name verherrlicht wird. Herr, ich danke dir für dieses Programm, danke dir für die Lieder, für die Vorträge, für die Kinder. Danke dir für dieses ganze Schuljahr. Wir können dir allein die Ehre geben. Danke für jeden Lehrer. Möchtest du einem jeden ein reicher Vergelter sein, mitgehen und segne auch jetzt diese Ferienzeit. Und so du Gnade schenkst und wir nächstes Jahr wieder neu mit der Schule beginnen, dass du wieder würdest der Erste und dann auch der Letzte sein und in allen Dingen dein Name verherrlicht werden. Herr, ich danke dir für diesen Abend, danke für die Gemeinschaft, für den Segen. Segne uns auch im Schluss jetzt, im Abschluss, auch in der Gemeinschaft, noch im Auseinanderfahren. Bewahre du einen jeden, segne einen jeden. Dir geben wir die Ehre und Anbetung.